Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, we learned yesterday Gestern haben wir gelernt, that Jesus never fought for possession. He didn't hold on to it. dass Jesus niemals um seine Position kämpfte oder daran festhielt. But then it says instead. Aber dann heißt es, stattdessen. So, instead holding on to possession or fighting for possession, Also anstatt an seiner Position zu hängen oder dafür zu kämpfen, he did something else. tat er etwas anderes. What did he do? Was tat er? He emptied himself of his outward glory by reducing himself to the form of a lowly servant. Stattdessen entledigte er sich seiner äußeren Herrlichkeit, indem er sich auf die Gestalt eines einfachen Dieners reduzierte. He became human. Er wurde Mensch. Ach, my beloved friends. Ach, meine lieben Freunde. Look, Jesus was not forced to become man. Jesus wurde nicht gezwungen, Mensch zu werden. God gave Jesus a choice. Gott ließ Jesus die Wahl. This is God. So ist Gott. God will always give choice. Er wird immer die Wahl lassen. Every single person has free choice how to live their life. Jeder hat die freie Wahl, wie er sein Leben führen will. You see, there are two things in this scripture. Zwei Dinge stecken in diesem Vers. God is not the control-freak that people make him to be. Gott ist nicht der Kontroll-Freak, zu dem er oft gemacht wird. God did not say, before the foundation of the world, I've decided that Jesus has to die on the cross, therefore go, Jesus. Gott sagte nicht, vor Grundlegung der Welt habe ich beschlossen, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Also los, Jesus. Because God does not control. Denn Gott kontrolliert nicht. You remember just before Jesus went to the cross? Erinnerst du dich, kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, Do you remember what he said? was er da sagte? He said, if I ask my Father, Er sagte, wenn ich meinen Vater bitte, I'm going to get legions of angels and they fight for me. I don't have to go to the cross if I don't want to. dann kommen Legionen von Engeln. Ich muss nicht ans Kreuz gehen, wenn ich nicht will. Jesus said, nobody will take my life. I voluntarily lay it down. Jesus sagte, niemand nimmt mir mein Leben, ich lege es freiwillig nieder. And this is such a deep but important truth for us to understand about God. Das ist eine wirklich tiefe und gleichzeitig wichtige Wahrheit, die wir bezüglich Gott verstehen müssen. Did God send Jesus into this world? Hat Gott Jesus auf diese Welt gesandt? Yes, but that's not the whole truth. It's only part of the truth. Ja, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern nur ein Teil davon. You know, John 3:16 is only one side of the coin. Johannes 3, Vers 16 ist nur eine Seite der Medaille. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Is that true? Ist das wahr? Yes, but it's only one part of the truth. It's not the whole truth. Ja, aber es ist nur ein Teil und nicht die ganze Wahrheit. The whole truth is that God didn't send his son, meaning he didn't give him a choice. Die ganze Wahrheit ist, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat, ohne ihm eine Wahl zu lassen. So God said, son, I would like you to go to the world. And Jesus said, Dad, I really want to go. Gott sagte also, Sohn, ich möchte gern, dass du auf die Erde gehst. Und Jesus antwortete, Papa, ich möchte wirklich hingehen. It's important to understand that Jesus was the one who emptied himself of his outward glory. It was him who did it. Es ist wichtig zu verstehen, dass es Jesus war, der sich seiner äußeren Herrlichkeit entledigte. Er tat es. Jesus said, I am willing to be a lowly servant. Jesus sagte, ich bin bereit, ein geringer Diener zu sein. Do you remember what Matthew chapter 20 verse 28 says? Erinnerst du dich, was in Matthäus 20, Vers 28 steht? Jesus himself said, I did not come to be served, I came to serve. Jesus selbst sagte, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. We only think of Jesus came to earth in order to die and seal the new covenant, but that's only part of the truth. Wir denken immer nur daran, dass Jesus auf die Erde kam, um am Kreuz zu sterben und den neuen Bund zu besiegeln. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Came for a lot of different reasons. Er kam aus vielen verschiedenen Gründen. And one of the reasons he came is to be a low servant. Und einer davon ist, ein demütiger Diener zu sein. And this shocked the people, including the disciples. Das schockte die Leute, inklusive der Jünger. On one hand, he was the powerful rabbi, the great teacher. Einerseits war er der kraftvolle Rabbi und große Lehrer. On one hand, he was the guy who did miracles, raised the dead, so he was a big guy. Einerseits tat er Wunder, weckte Tote auf und war der große Mann. But on the other hand, he washed the feet of his disciples. He served them. Aber auf der anderen Seite wusch er die Füße seiner Jünger und diente ihnen. You see, once you understand that, Sobald du das begreifst, you will understand that because he
took the form of a servant, wirst du verstehen, dass weil er die Gestalt eines Dieners annahm, everything he did out of the heart of a servant. tat er alles mit dem Herz eines Dieners. Think about this. Überleg mal, How many pastors, how many leaders, how many people in Christian ministry wie viele Pastoren, Leiter und Leute im christlichen Dienst are doing so many great things, so viele großartige Dinge tun, but they don't do it to serve, they do it to build their own kingdom. aber sie tun sie nicht, um zu dienen, sondern um ihr eigenes Reich zu bauen. You know, when I was a teenager and I knew God had called me to serve Him, Als ich ein Teenager war und wusste, dass Gott mich berufen hatte, ihm zu dienen, I made a decision and I said, Jesus, if I serve you, I will serve everybody that I ever meet. traf ich eine Entscheidung und sagte, Jesus, wenn ich dir diene, werde ich jedem dienen, dem ich je begegne. Why? Warum? Because the Bible literally says, make sure you're motivated by the same attitude. Weil die Bibel sagt, wir sollen von der Haltung Jesu motiviert sein. If you don't have an attitude to be a servant, you don't have the attitude of Jesus. Wenn du nicht die Haltung eines Dieners hast, dann hast du nicht die Haltung von Jesus. That's why I continuously give the message to people who work in our team. Deshalb sage ich den Leuten in unserem Team ständig, You love people, you serve people, you use things, you use money. ihr liebt Menschen, ihr dient Menschen, ihr verwendet Dinge und Geld. So the people that God is connected to us, they're all servants. Die Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat, sind also alles Diener. And it's such an important thing as we represent God well. Und das ist etwas sehr Wichtiges, um Gott gut zu repräsentieren. Look, he became human. Er wurde Mensch. That means that God himself limited to himself to a human body. Das bedeutet, dass Gott sich selbst auf einen menschlichen Körper limitierte. See, in Jesus, you can really see the God that's touchable, In Jesus kannst du wirklich einen Gott zum Anfassen sehen. God that's approachable, Den Gott, der nahbar ist. the God that's not superior but made himself inferior. Den Gott, der sich nicht über, sondern untergeordnet hat. If you learn to live in this attitude, Wenn du lernst, in dieser Haltung zu leben, you can walk this earth with incredible dignity. dann kannst du mit unfassbarer Würde auf dieser Erde leben. Fighting for position is no dignity. Um Positionen zu kämpfen, ist nicht würdevoll. Serving like Jesus is dignity. Wie Jesus zu dienen jedoch schon. Because now you cannot be offended. Denn nun kannst du nicht beleidigt sein Now you never think yourself higher than anybody else. und denkst nicht höher von dir selbst wie von anderen. Because now you live to serve. Denn nun lebst du, um zu dienen. May you, my dear friend, look at your heart today Mögest du, mein lieber Freund, heute dein Herz betrachten and ask this question. und diese Frage stellen. Do I have the same attitude that Jesus had? Habe ich die gleiche Haltung, wie Jesus hat? Have I reduced myself to be a servant? Habe ich mich selbst erniedrigt, um ein Diener zu sein? Do I have the humility and the dignity to serve all people? Habe ich die Demut und Würde, allen Menschen zu dienen? Or do I use people to serve me? Oder gebrauche ich Menschen, damit sie mir dienen? Never use people to serve you, always serve people. Nutze niemals Menschen, damit sie dir dienen, sondern diene du ihnen. See you guys tomorrow. Bis morgen.